Enoshima ist eine Halbinsel im Meer vor Kamakura. Sie ist touristisch geprägt, aber besitzt auch ihre wilden Ecken. Die kleine Halbinsel mit nur 4 Kilometer Umfang ist nur durch eine 600 Meter lange Brücke mit dem Festland verbunden. Schreine wechseln sich ab mit Souvenirgeschäften und Tempeln und Andenkenläden. Ja, Schreine verstecken sich immer und überall. Hier werden auch interessante Figuren geschnitzt, aber die kosten dann auch ungefähr so viel wie ein kleines elektronisches Wörterbuch. Doch trotz der deutlich touristischen Prägung wirkt keine der Sehenswürdigkeiten überlaufen. Warum haben die Bäume so seltsame? Vielleicht war hier mal Wasser. Es wäre natürlich sehr seltsam, denn da unten ist das Meer. Beinahe still liegen teure Yachten im Hafen vor Anker und die Brandung schlägt sanft auf die Felsen auf. Längst jedoch haben Katzen, auch bekannt als heimliche Herrscher der Erde, die Insel übernommen. Das ist eine Schreinkatze. Ja, hier fühlt man sich wirklich wie am Strand. Irgendwo auf Hawaii. Wie überall in der Gegend südlich von Tokio dominieren Palmenpflanzen die Vegetation. Doch auch wenn die Terrassen mit ihren Stühlen und Sonnenschirmen auf viele Touristen ausgelegt sind, die die Aussicht hinunter aufs Meer genießen wollen, merkt man an jeder Ecke, dass die Felseninsel ursprünglich als Ort der Götteranbetung diente. Schon im 8. Jahrhundert entstanden hier die ersten Heiligtümer. Die Gebäude sind neu. Aber trotzdem aus dem 8. Jahrhundert einige. Schon hier war Heilige. Aber mal ehrlich, wer würde nicht gerne den Tag in dieser idyllischen Naturoase verbringen und Götter anbeten? Eine steile Treppe führt hinunter zu den Felsen. Die Greifvögel sind so allgegenwärtig wie die Fischer. Und von unten sieht man erstmal, wie schroff die Klippen wirklich sind. Geologisch ist das auf jeden Fall 100% interessant. Das da ist jetzt das offene Meer. Und dort ist der Fuji. Als wir in der Dämmerung die Insel über die Brücke verlassen, gibt die Wolkendecke noch einmal kurz den Blick auf den Fujisan frei. Anschließend ging es ins Restaurant. Okonomiyaki zählt zu den leckersten Speisen Japans. Gemüse, verschiedene Beilagen und Ei werden gemischt und auf einer heißen Platte ausgebraten und wie eine Pizza belegt und gegessen. Da drauf kommt dann Bonito Katsuo, so getrockneter, ganz fein geschnittener Fisch, der sich von selber bewegt. Der nächste Tagesausflug führte uns nach Asakusa. Die große Tempelanlage trägt den schmissigen Namen Kaminarimon, also so viel wie Donnertor. Das hier ist so diese typische Touristenmeile. Und direkt hinter dem Eingang befindet sich eine Straße mit Souvenirhütten. Und das ist jetzt der Sensoji. Die Tempelanlage ist die älteste und bedeutendste in Japan. Und neben ihm steht eine große Pagode. Und die Souvenirshops gehören hier ebenso zur Tradition wie dieser überdimensionierte Schuh des Buddha. Überall herrscht reges Treiben. Menschen ziehen Weissagungen aus Schüttelkisten, reinigen sich mit Weihrauch.
und bei der heiligen Waschung oder beten im Tempel. Dabei wird immer ein wenig Geld in die großen Kisten am Eingang geworfen. Man betritt das Heiligtum, betet, klatscht und geht wieder. Wie in den meisten Tempeln Japans ist besonders das überragende Kunsthandwerk beeindruckend. Ein kleines Stück weiter steht ein Schrein. Was ein Schrein und was ein Tempel ist, ist nicht immer so einfach zu erkennen. Das ist auch ein Schrein. Wir sind keine weißen Tempel. Das da sind die Papierstücke, das ist der Tempel, das ist ohne Papierstücke, das ist der Schrein. Okay. Wir schlendern den Sumida-Fluss entlang und sehen das Gebäude der Asahi Bierfirma. Das dort mit dem goldenen Ding drauf ist eine Bierfirma. Und ein Stück weiter ist ein kleiner Park mit sehr alten Pflaumenbäumen, die in 3 verschiedenen Farben blühen. Ume, in 3 Farben. Weiter geht's zum Matsujiyama Shoden. Ein Senso-Schrein. Der Schrein beherbergt besonders viele der kleinen Jiso-Statuen. Und ein besonderes Feature dieses Schreins ist es, dass man hier Rettiche rituell opfern kann. Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende. Und das seht ihr beim nächsten Mal. Wir besuchen den Kaiserpalast, schauen uns das alte Edo an, besichtigen einen kleinen Zoo, singen Karaoke und betreten eine Spielhölle. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen und Daumen hoch nicht vergessen. Tschüss! Und nun lasse ich euch mit dem Gasauto allein.